An einem kalten Wintermorgen verließen eine Schneeleopardenmutter und ihr Schneeleopardenbaby im Sayano-Shushensky-Wald ihre Höhle, um zu jagen. Es schneite stark, der Boden war rutschig, die Leopardenmutter führte ihr Junges am eiskalten Bachufer entlang. Sie waren seit der letzten Nacht hungrig und hofften, einen Fisch oder einen kleinen Vogel zu finden, um ihre Mägen zu füllen. Die Schneeleopardenmutter ging langsam, ihre Ohren waren gespitzt, ihre scharfen Augen suchten das Wasser ab. Das Leopardenbaby rannte und sprang, war neugierig auf alles und hatte die Vorsicht seiner Mutter noch nicht gelernt. Es sprang auf einen mit dünner Schneedecke bedeckten Felsen und erwartete nicht, darunter eine Schicht aus gebrochenem Eis zu finden. Es gab einen kleinen Riss und der Körper des Jungen sank direkt ins kalte Wasser. Die Schneeleopardenmutter drehte sich sofort um, eilte zum Bachufer und brüllte verzweifelt den Namen ihres Kindes. Das Junge tauchte auf und versuchte zu schwimmen, wurde aber schnell von der Strömung mitgerissen. Der Strom floss so schnell und stark, dass er alles gnadenlos mitriss. Die Leopardenmutter rannte am Ufer entlang und streckte ihre Beine aus, konnte ihr Junges jedoch nicht hochziehen. Der schrille Schrei des Leopardenjungen hallte weithin wieder und ließ den ganzen Wald vor Angst innehalten. Der Schnee fiel immer dichter, das Brüllen der Leopardenmutter vermischte sich mit dem kalten Wind und wurde immer herzzerreißender. Das Junge begann zu schwächeln, sein kleiner Körper trieb im gnadenlos kalten Wasser. Die Leopardenmutter beobachtete ihr Kind mit Tränen in den Augen, doch sie war der reißenden Strömung, die ihr Kind verschlang, hilflos ausgeliefert. Iwan Petrov, der Reserveranger, patrouillierte wie üblich in seinem schwarzen Mantel entlang des Baches. Er lebt hier schon seit langer Zeit und widmet sein Leben dem Schutz seltener Wildtierarten. Als er den verschneiten Pfad überquerte, blieb er stehen, weil er einen leisen Schrei durch den Wald hallte. Das Geräusch war seltsam, anhaltend und sehr schwach, anscheinend von einem Tier in Not. Iwan eilte zum Bach, lauschte auf jedes Geräusch und wischte mit den Händen den fallenden Schnee beiseite. Von weitem sah er eine Leopardenmutter, die schnell am Flussufer entlang lief und mit den Augen hektisch dem Wasser folgte. Er ging näher heran und erkannte sofort ein Schneeleopardenjunges, das vom Wasser weggespült wurde. Ohne zu zögern zog Iwan seinen Mantel aus, warf ihn beiseite und sprang direkt ins kalte Wasser. Er spürte, wie das kalte Wasser in sein Fleisch schnitt, doch seine Hand blieb in Richtung des Jungen ausgestreckt. Das Schneeleopardenjunge konnte nur seinen Kopf heben, seine Augen waren vor Kälte und Panik verschwommen. Iwan versuchte, mit der Strömung zu schwimmen, wedelte heftig mit den Armen und näherte sich Schritt für Schritt dem ertrinkenden Wesen. Mit einem letzten Schwung erwischte er das Hinterbein des sinkenden Schneeleopardenjungen. Das Wasser traf seine Brust wie ein Hammer, doch er hielt das Junge fest und wollte es nicht loslassen. Mit letzter Kraft stapfte er in Richtung Ufer und hielt dabei den Schneeleoparden immer noch fest. Das kalte Wasser trübte seine Sicht, aber Iwan konnte immer noch die Richtung der nächsten Schneewehe erkennen. Die Leopardenmutter stand brüllend am Ufer und ließ ihr Kind und den zappelnden Mann nicht aus den Augen. Endlich fand Iwan festen Boden unter den Füßen und zog sie beide ans Ufer. Er legte das Schneeleopardenjunge sanft auf den Schnee und ließ seinen Kopf auf seinem zitternden Arm ruhen. Sein Gesicht war purpurrot vor Kälte, Wasser tropfte von seinem Fell auf den weißen Boden. Iwan nahm seinen Schal ab und wickelte ihn um das Junge, um es so schnell wie möglich aufzuwärmen. Er rieb die Flanken des Schneeleopardenjungen und sprach leise, als wolle er es trösten. Der Atem des Jungen war schwach, aber seine Augen begannen sich langsam zu öffnen, sein Blick war noch trübe. Iwan öffnete die Notfalltasche, die er bei sich trug, nahm ein trockenes Tuch heraus und rieb sanft den Körper des Leoparden. Unter seinen Händen begann jede einzelne Fellsträhne des Schneeleoparden zu trocknen und sein Körper erwärmte sich allmählich wieder. Das Junge holte tief Luft, zitterte und hob dann leicht den Kopf, um ihn anzusehen, als wolle es Danke sagen. Iwan lächelte leicht, Wasser lief ihm aus den Haaren und Augenbrauen über die Wangen, aber er beschwerte sich nicht über die Kälte. Er nahm die silberne Rettungsdecke, wickelte sie um das Junge und hielt sie dann nah an sich gedrückt. Auf der anderen Seite des Ufers stand die Schneeleopardenmutter noch immer und beobachtete sie, scheinbar wartend auf den richtigen Moment, um näher zu kommen. Das Junge knurrte leise, ein schwaches Geräusch, aber anders als die Verzweiflung im Wasser.
Ivan flüsterte vor sich hin: Es ist okay, Kleines. Du bist gerettet. Die Leopardenmutter näherte sich langsam, ihre Schritte waren leicht, doch ihre Augen waren voller Anspannung und Sorge um ihr Kind. Ivan trat ein paar Schritte zurück und legte das Junge in den Schnee, damit die Mutter leichter herankam. Die Leopardenmutter beugte sich hinunter und leckte liebevoll mit ihrer Zunge jeden kalten Wasserfleck auf dem Rücken ihres Babys. Das Schneeleopardenbaby leckte zurück und rieb seinen Kopf an ihrer Brust, als wolle es sagen, dass es in Sicherheit sei. Ivan stand still da und sah zu, die Hände an der Brust, er atmete schwer und in seinen Augen lag stille Freude. Die Mutter und das Leopardenbaby standen lange Zeit zusammen, als ob die Außenwelt nicht mehr existierte. Die Leopardenmutter hob den Kopf und sah Ivan an, ohne zu brüllen oder zurückzuweichen, nur ein Blick stiller Dankbarkeit. Dann drehten sich die Leopardenmutter und das Leopardenbaby langsam um und gingen in den tiefen, mit weißem Schnee bedeckten Wald. Ivan sah zu, sein Herz war leichter, und er hatte das Gefühl, gerade das Beste in seinem Leben getan zu haben. Er kehrte in die kleine Hütte zurück, zog sich um, machte ein Feuer an und trank weiterhin heißen Tee wie sein Morgenritual. Am nächsten Morgen, als die Sonne gerade durch den schneebedeckten Kiefernwald aufging, hörte Ivan Schritte im Schnee. Er verließ die Küche, öffnete die Tür und sah etwas Unerwartetes: Die Schneeleopardenmutter und ihr Baby waren zurück. Die Leopardenmutter trug einen Hasen im Maul und sah ihn beim Gehen furchtlos an. Das Leopardenbaby ging gesund neben seiner Mutter her und blickte ihn mit klaren Augen freundlich an. Die beiden standen direkt vor der Holzveranda und das Sonnenlicht schien auf ihr glänzendes weißes Fell. Die Leopardenmutter setzte das Kaninchen auf die Stufen, trat dann einen Schritt zurück und sah es aufmerksam an. Ivan stand still, sein Herz klopfte vor Erregung, denn noch nie hatte er etwas so Schönes gesehen. Er trat auf die Veranda hinaus und bückte sich, um das Kaninchen aufzuheben, ohne den Blick von seinen beiden besonderen Gästen abzuwenden. Das Junge beugte sich leicht nach vorne und berührte mit der Nase seine Hand, als würde es sich an die Wärme von gestern erinnern. Ivan streichelte sanft den Kopf des Jungen, sein Herz war von Gefühlen erfüllt, die schwer zu beschreiben waren. Die Leopardenmutter blieb regungslos und schien auf eine Reaktion der Person zu warten, die ihr Kind gerettet hatte. Er lächelte, ging zurück ins Haus und kam mit einem Teller frischem Fleisch zurück. Er legte das Fleisch auf den Felsen vor dem Hof und trat dann langsam zurück, um es aus der Ferne zu beobachten. Die Schneeleopardenmutter und ihr Kind näherten sich und aßen das Fleisch, als ob sie das Vertrauen des anderen gewinnen würden. Unter dem verschneiten Himmel ist still und leise eine besondere Freundschaft zwischen Menschen und Wildtieren entstanden. Ivan ging zurück ins Haus, kam danach aber jeden Tag zurück, um Essen dazulassen und zu beobachten. An kalten Morgen fand er frische Fußspuren in der Nähe der Stufen. Der Schneeleopard kam immer noch lautlos. Er begann, jeden Morgen ein wenig Fleisch übrig zu lassen, als wortloses Ritual zwischen den beiden Welten. In seinem Herzen gibt es nichts Wärmeres, als mit der wilden und menschlichen Natur zu leben. Ivan Petrov hat diese Geschichte nie jemandem erzählt, er hat sie als private Erinnerung behalten. Der Sajanuschuschenski-Wald ist für ihn nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern auch eine zweite Heimat und Natur. Die Schneeleopardenmutter und ihr Kind werden für ihn immer die lebendigste Erinnerung seines Lebens sein. Nicht jede Freundschaft erfordert Worte, manchmal braucht es einfach Taten. Und in diesem verschneiten Wald herrscht auch nach vielen Wintern noch stille Liebe zwischen Mensch und Tier. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.